Achtung, dass gerade jetzt Wasser aus ihrem Wasserhahn fließt, ist kein Naturgesetz, sondern lediglich das Ergebnis eines vorübergehenden Waffenstillstands. Bis gestern klang alles, worüber die Prepper-Szene sprach, nach einer Verschwörungstheorie oder einer abwegigen Fantasie, nicht wahr? Doch heute sind Bombenexplosionen und zusammenbrechende Infrastruktur nur wenige 100 Kilometer von ihrer Haustür entfernt, bittere Realität. Vom Nahen Osten bis zur Ukraine sehen wir nur eine Wahrheit. Die moderne Zivilisation steht am seidenen Faden, nur 3 Mahlzeiten am Tag und ein Glas sauberes Wasser entfernt. Kriege werden nicht mehr nur um Land, sondern auch um Ressourcen geführt. Und wenn dieser Tag kommt, an dem Supermarktregale zu Schlachtfeldern werden, werden die meisten von ihnen um eine Flasche Wasser kämpfen müssen. Oder sie müssen sich jetzt vorbereiten. Statistiken lügen nicht. Ihre Gefühle täuschen sie. Die meisten Menschen sterben nicht an Durst, sondern an Unwissenheit. Denn der moderne Mensch hat nur gelernt zu konsumieren, zu kaufen und abhängig zu sein. Er hat die Lösungen, die Natur und Geschichte bieten, im bequemen Schoß des Systems vergessen. Was ich Ihnen gleich beschreiben werde, sind keine bloßen Hobby-Experimente. Es sind die Lehren, die Selko Begovic, der den Bosnienkrieg unter der Belagerung einer Stadt überlebte, und Lofty Wiseman, der SAS-Kommandos ausbildete, unter Blut geschrieben haben. Sie kannten nur eine Regel: 1 ist nichts. 2 sind 1. Wer sich also auf eine einzige Wasserquelle oder einen einzigen Filter verlässt, hat sein Leben bereits verloren. Was ich hier sage, ist keine bloße Theorie. Diese Methoden wurden von den diszipliniertesten Mitgliedern der deutschen Prepper-Szene persönlich getestet. Die Lehren von Persönlichkeiten wie Bastian, Reini Rossmann und Arne Schmidt von Paratus erhöhen ihre Überlebenschancen in einer Katastrophe von 1% auf 99%. Betrachten wir nun die entscheidenden Ergänzungen, die ich aus ihrem Repertoire übernommen habe. Heute werde ich Ihnen die 12 Wasserdoktrinen vorstellen, die das System verschweigt. Im Labor verifiziert, aber seit Jahrtausenden auf Schlachtfeldern erprobt. Dies sind keine bloßen Empfehlungen. Das sind Überlebensanweisungen. Denn für einen Prepper ist Wasser nicht nur ein Getränk. Es ist der Treibstoff des Körpers und das schwächste Glied in der Verteidigungslinie. Wir werden dieses Glied stärken. Als Berlin 1945 in Schutt und Asche gelegt und die Infrastruktur der Stadt zerstört wurde, erinnerten sich die Überlebenden an eine alte Weisheit: Xylem. Schält man die Rinde von einem Kiefern- oder Fichtenzweig, so ist dieses 3 Zentimeter lange Stück lebendes Holz der effizienteste Nanofilter der Welt. Seine Poren sind so klein, dass es 99,9% der Bakterien mit einer physikalischen Barriere zurückhält. Befestigt man dieses Stück Holz an einem Gartenschlauch und lässt Wasser hindurchlaufen, erhält man zwar nur einen halben Liter pro Stunde, aber dieser halbe Liter schützt vor Seuchen wie Typhus und Ruhr, die im 19. Jahrhundert Massengräber verursachten. Merke: Moderne Filter gehen kaputt, aber Bäume lügen nie. Reini Rossmann sagt, die beste Ausrüstung ist die, die man gerade dabei hat. Falls Sie keinen Keramiktopf haben, richten Sie am Flussufer einen Naturfilter ein. Graben Sie eine tiefe Grube, etwa 2 Meter vom Ufer entfernt, aber nicht direkt am Rand. Lassen Sie das Wasser durch die Erdschichten sickern und die Grube füllen. Dadurch wirkt die Erde wie eine natürliche Membran. Beachten Sie Rossmanns Warnung. Auch wenn dieses Wasser klar aussieht, kann es Viren enthalten. Daher muss es im nächsten Schritt, der thermischen Behandlung, aufbereitet werden. Bekannt als die altägyptische Kupferrüstung, ein 4000 Jahre altes Antibiotikum, warum trugen die Armeen der Pharaonen schwere Kupfergefäße mit sich, wenn sie in die Wüste zogen? Ging es nur um Reichtum? Nein. Die Wissenschaft nennt es den oligodynamischen Effekt. Sobald Kupfer mit Wasser in Berührung kommt, setzt es Kupfer 2 Ionen frei. Diese Ionen durchdringen die Zellwände von Bakterien im Wasser wie Geschosse. Ein 2-Euro-Stück Kupferrohr, das man heute auf dem Schrottplatz kaufen kann, ist in Krisenzeiten zuverlässiger als die teuerste Ausrüstung.
Lassen Sie Wasser 16 Stunden lang mit Kupfer in Kontakt. Sie werden sehen, wie 97% der unsichtbaren Feinde darin vernichtet werden. Ein disziplinierter Prepper ist jemand, der aus dem einfachsten Material die effektivste Waffe macht. Wir haben über Kupfer und Silber gesprochen, aber die Schwermetalle im Wasser, Blei, Quecksilber, Arsen, sind heimtückisch. Man kann sie weder abkochen noch mit einem Tuch auffangen. Mors Kochanski, der Vater der modernen Überlebenswissenschaft, erzählt uns von einem vergessenen Tauschmittel der Natur. Man hat weder Filter noch Leitungen, nur eine Orangen- oder Apfelschale. Laut Kochanskis Lehre wirkt das Pektin in den getrockneten und pulverisierten Fruchtschalen, die man der Filterschicht hinzufügt, wie ein Metallmagnet. Was man als Abfall betrachtet, verwandelt sich in einen Schwamm, der die Giftstoffe im Wasser aufsaugt. Unsere Vorfahren überlebten nicht von Müll, sondern von den Überresten von Weisheit. Eine andere Zivilisation waren die Wikinger. Sie wussten, warum sich das Wasser in ihren Fässern während ihrer Seereisen nicht mit Algen füllte. Eine reine Silbermünze fiel auf den Boden des Fasses. Silber ist das schärfste natürliche Antibiotikum. Wenn man möchte, dass das Wasser monatelang frisch bleibt, gibt man ein Stück reines, 999 Karat Silber hinein. Die Silberionen lähmen bakterielle Enzyme und verhindern so die Vermehrung. Dies ist keine Reinigungsmethode, sondern eine Kunst der Vorratserhaltung. Meine Regel ist klar: Was man nicht schonen kann, gehört einem nicht. Bastian argumentiert, dass es bei der Vorbereitung nicht nur um Ausrüstung geht, sondern auch um nachhaltige Logistik. Und nur weil es regnet, heißt das nicht, dass das Wasser sauber ist. Erfahrene Prepper wenden die First-Flush-Regel an. Wenn es zu regnen beginnt, sickern in den ersten 15 Minuten Staub, Vogelkot und Luftschadstoffe vom Dach ins Wasser. Ergänzen Sie Bastians Vorgehen. Installieren Sie einen Auffangbehälter vor dem Rohr, das zu Ihrem Tank führt. Jeder Tropfen Regenwasser, der nicht abgelassen wird, wirkt später wie eine Bombe. Laut Bastians Lehre ist die Art der Wasserlagerung genauso wichtig wie die Reinigung. Wasser sollte in lichtundurchlässigen blauen oder schwarzen HDPE-Behältern gelagert werden, nicht in transparenten. Licht fördert das Algenwachstum, Photosynthese, selbst in desinfiziertem Wasser. Wasser, das Licht erhält, birgt Leben. In Krisenzeiten kann Wasser, das Leben birgt, tödlich sein. Als in den 1990er Jahren in Bangladesch eine Cholera-Epidemie ausbrach, konnten die Fälle um 50% reduziert werden, indem das Wasser einfach mit vierfach gefalteten Stoffstücken gefiltert wurde. Wissenschaftlich betrachtet, Cholera-Bakterien reisen nicht allein im Wasser, sondern an mikroskopisch kleinen Tieren, den sogenannten Ruderfußkrebsen. Faltet man ein altes Baumwolltuch 4-mal und filtert das Wasser hindurch, fängt man die Bakterien als Überträger auf. Beim Filtern geht es nicht nur darum, Schlamm zu entfernen, sondern auch darum, diese unsichtbaren Krankheitserreger, die die Krankheit verbreiten, zu stoppen. Ihr habt es gefiltert, gereinigt, aber es reicht nicht. Inmitten von Stadtkrieg und Chaos ist Wasser eine biologische Waffe. Hier kommt Lars Konarek, einer der strengsten Pädagogen Deutschlands, ins Spiel und lehrt uns die chemische Disziplin. Konareks Regel ist einfach: Natriumhypochlorid, also reines Bleichmittel, nur 2 Tropfen pro Liter. Aber die eigentliche Geschichte beginnt hier. 30 Minuten Geduld. Die meisten geraten in Panik und trinken das Wasser sofort. Konarek sagt, wenn das Wasser nach 30 Minuten noch leicht nach Chlor riecht, hat man gewonnen. Riecht es nicht mehr, hat das Chlor den Kampf gegen die Mikroorganismen im Wasser verloren und ist erschöpft. Dann muss man nachdosieren. Eile führt dazu, dass auf dem Grabstein steht: verdurstet. Konarek hat uns etwas über Chlor beigebracht, aber ich möchte euch an die Jodlehre erinnern. Wenn kein Chlor verfügbar ist, hilft medizinisches Jod, Jodtinktur. 5 bis 10 Tropfen pro Liter. Aber woher weiß man, ob das Wasser sauber ist? Ein einfacher chemischer Trick.
Geben Sie ein Stück Stärke, Mehl oder Reiswasser hinzu. Verfärbt sich das Wasser blau oder violett, ist noch Jod vorhanden und bekämpft weiterhin Krankheitserreger. Bleibt die Farbe unverändert, ist das Jod durch die Bekämpfung der Verunreinigungen verbraucht. Geben Sie mehr hinzu. In Krisenzeiten verlässt sich die Wissenschaft nicht auf Vermutungen, sondern auf Tests. Arne Schmidt, einer der führenden Köpfe der Prepper-Szene, liest die Natur wie ein offenes Buch. Laut Schmidt ist es wichtiger zu wissen, welches Wasser man reinigen sollte, als zu wissen, wie man es reinigt. Versuchen Sie niemals, stehendes Wasser, Wasser mit einem Ölfilm oder Wasser, das von toten Tieren oder Insekten umgeben ist, zu filtern. Kein natürlicher Filter kann mit Chemikalien, Pestiziden verseuchtes Wasser reinigen. Wie Arne betont, achten Sie auf die Vegetation rund um das Wasser. Algen und bestimmte Wasserpflanzen geben Ihnen wichtige Hinweise auf den Sauerstoffgehalt und die Verschmutzung des Wassers. Arne Schmidt hat uns gelehrt, Pflanzen zu lesen. Ich hingegen werde Ihnen beibringen, die stillen Arbeiter unter Wasser zu lesen. Schnecken und Krebstiere. Wenn Sie lebende Süßwassermuscheln oder bestimmte Schneckenarten im Wasser sehen, hat dieses Wasser einen hohen biologischen Sauerstoffgehalt und ist lebendig. Wenn sich die Gehäuse dieser Tiere jedoch weiß verfärbt haben oder es zu einem Massensterben gekommen ist, meiden Sie dieses Wasser. Sie sind die ersten Opfer von chemischer Verschmutzung oder Strahlung. Wenn sie ihr Leben verlieren, wirst auch du deins verlieren. Aber sei vorsichtig, wie Arne Schmidt warnte. Du hast die biologischen Signale erkannt, das Wasser ist klar und trotzdem kannst du dein Leben verlieren. Warum? Pestizide und Industrieabfälle. Sie sind geruchlos und unsichtbar. Hier kommt Survival Lily, Jack Spruce, ins Spiel, die technisch begabteste Frau unter den Prepperinnen. Lillys Lehre entlarvt den größten Irrtum der modernen Menschheit. Nur Holzkohle zu verwenden reicht nicht. Die meisten Anfänger glauben, sie seien sicher, nur weil sie Holzkohle zerkleinern und in den Filter geben. Das ist Selbstmord. Lilly lehrt uns die Wiedergeburt der Aktivkohle. Solange man die Holzkohle nicht mit Zitronensaft oder Essig aktiviert, bleiben die Poren verschlossen. 1 Gramm Aktivkohle hat eine Oberfläche so groß wie ein Fußballfeld und zieht unsichtbare Chemikalien wie ein Magnet an. Ein Filter, der kein Gift herausfiltern kann, ist nur Spielzeug. Was die Pasteurisierung betrifft, verwendet Reini Rossmann häufig folgende Methode. Wenn kein Feuer entzündet werden kann, stellt man eine Metalloberfläche in die Sonne und erhitzt das Wasser in einer schwarzen Flasche darauf. Selbst wenn das Wasser keine 100 Grad erreicht, werden die meisten Krankheitserreger durch das 30-minütige Halten bei 70 Grad Pasteurisierung abgetötet. Wer Zeit hat, braucht keinen Brennstoff. Geduld ist das A und O für einen Prepper. Im Sodis- und schwarzer Hintergrundmodell heißt es, die Flasche einfach in die Sonne zu stellen, ist etwas für Anfänger. Optimieren Sie die Sodis-Methode, Solar Water Disinfection. Lackieren Sie eine Seite Ihrer Flaschen schwarz oder stellen Sie sie auf eine dunkle Metalloberfläche. Warum? Die schwarze Oberfläche absorbiert Wärme, während das Metall Sonnenlicht reflektiert. Diese Synergie tötet Krankheitserreger im Wasser nicht nur durch UV-Strahlung, sondern auch durch den Temperaturschock ab. Diese Methode ist das effektivste Exekutionskommando, das die Sonne in einer Welt ohne Brennstoff für dich bereithält. Ja, wenn du bis hierher gelesen hast und meine Mühe schätzt, abonniere bitte meinen Kanal, gib dem Video ein Like, teile es und nach diesem Video wirst du ganz anders denken als die meisten Menschen. Seien wir ehrlich, ich will dir mit diesen Dingen keine Angst machen. Angst erzeugt Panik, Panik führt zu Fehlern. Ich möchte dir eine echte Alternative aufzeigen. Ich weiß, manchmal fragst du dich, warum ich? Warum muss ich mich mit diesen düsteren Szenarien auseinandersetzen, während alle anderen gemütlich ihren Kaffee trinken? Ich möchte dich an ein Zitat von Željko Begović erinnern, das ich sehr mag. Diejenigen, die am meisten überrascht waren, als der Krieg begann, waren diejenigen, die dachten, die Welt würde immer gleich bleiben. Wir werden nicht überrascht sein.
Wir werden die Einzigen sein, die, wenn dieser Tag kommt, zu unseren Familien sagen können: Keine Sorge, ich weiß, was wir tun. Diese Vorbereitung kann mitunter anstrengend sein und ein Gefühl der Einsamkeit hervorrufen. Deine Freunde halten dich vielleicht für ängstlich und deine Familie denkt womöglich, du übertreibst. Sei ihnen nicht böse. Sie schlafen noch in der Sicherheit dieses vorübergehenden Waffenstillstands. Lass sie schlafen. Aber du wirst der sichere Hafen sein, in dem sie Zuflucht suchen, wenn die Mine explodiert. Vielen Dank, dass du diesen Weg mit mir gegangen bist. Stell gerne Fragen in den Kommentaren. Lass uns jedes Detail besprechen, von der Suche nach einem Keramiktopf bis hin zur Reinheit der Silbermünze. Dies ist unser sicherer Ort. Denk daran, möge dein Wasser rein, dein Geist klar und dein Wille eisern sein. Wir sehen uns beim nächsten Strategiebriefing. Passt bis dahin gut auf euch und eure Lieben auf. Der Kommissar hat seine heutige Aufgabe abgeschlossen. Auf Wiedersehen.